Hi Leute, willkommen zu Dran gebaut. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles um den Labwaffenbau, eher Lab- und Bastelwütchen oder vielleicht demnächst Lab- und Bastelwütchen. Heute geht es mal weiter mit dem zerlegbaren Magierstab. Jetzt werden wir das Ganze hübsch machen, noch ein bisschen was nacharbeiten und dann pinseln, Leder an den Griff und dann ist das Ding fertig, hoffe ich. So, dann hoffe ich mal, das Ganze interessiert euch wieder. Bleibt dran. Wir sehen uns. Dann legen wir los. Ich habe mal hier noch ein bisschen was schon mal bereitet, vorbereitet. Wieder ein bisschen Fliegengitter von dem groben. Dann habe ich mir mal wieder ein paar Neodynmagneten gegönnt. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das am besten hier machen. Ich würde mal sagen, jetzt weiß ich nicht, ob einer reicht. Prinzipiell würde ich lieber zwei nehmen. Also so rein sicherheitshalber. Obwohl einer eigentlich auch reichen würde, denke ich mal. Ach, wir probieren das erstmal mit einem aus. So, jetzt müssen wir nur ein bisschen was als Abstandhalter nehmen. Ich nehme jetzt hier mal so eine alte Cutterklinge. Dadurch, dass ich hier ja schon so die Mitte markiert hatte, kann man das ja da eigentlich für nehmen. Soll ich nur, dass ich das Loch dann tief genug dann da reinkriege im Lötkolben. Aber das müsste eigentlich funktionieren. So, das haben wir, das haben wir. Hier kommen dann die Löcher, beziehungsweise erstmal ein Loch. Bei zwei, naja, gut, eins müsste eigentlich reichen. Gehe ich jetzt mal von aus. Machen wir erstmal auf Seite. So, dann habe ich noch mal, ich hatte ja hier die Schablone gemacht. Das ist jetzt natürlich dann, wird etwas zu lang sein. Muss ich dann später noch ein bisschen kürzen. Aber mir gefällt das noch nicht. Ich hätte das lieber so. Und deshalb, da ja auch schon der ein oder andere meinte, dass das alles nicht so richtig stabil wäre. Doch, das wird schon stabil. Wir machen nämlich da jetzt nochmal Fliegengitter rein. Und dann zeige ich euch nochmal einen kleinen Trick. Der eine oder andere kennt den vielleicht dann schon, aber wir gucken jetzt einfach mal. So, und zwar von der Länge ist das optimal. Ich habe das hier so nicht ganz so breit gemacht, weil ich will das später ja noch an den Kanten so ein bisschen hier so ein bisschen abschrägen. So, machen jetzt erstmal hier ein gutes Stück. Das mache ich dann der Einfachheit halber wieder mit Heißkleber. So, jetzt haben wir hier nämlich so ein gutes Stück geklebt. Jetzt tun wir die Cobra so ein bisschen runterbiegen. Ich hoffe, dass das nicht zu viel jetzt ist. Und dann fangen wir an, das Fliegengitter mit dem Heißkleber dann zu verkleben. Machen wir erstmal nur hier so die halbe Biegung so ein bisschen. Und dann müsst ihr das, bis es abgekühlt ist, erstmal so halten. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Schauen wir uns gleich mal, wie es aussieht. Das ist nämlich das Schöne mit dem Fliegengitter. Ihr könnt dann natürlich auch Leder oder irgend sowas nehmen. Ihr müsst das dann in der Biegung verkleben, wie ihr es haben wollt. Das könnt ihr zum Beispiel bei Schilden zum Beispiel auch machen. Wie gesagt, wartet ein bisschen, bis er dann abgekühlt ist. Und wie ihr seht, ja, sieht doch schon wesentlich besser aus wie vorher. So. Und damit wir dann später dann noch ein paar Schuppen reinmachen können, wenn wir das Ganze jetzt hier oben noch dann noch so ein bisschen mehr verkleben. Ich mache das jetzt einfach mal hier oben erstmal so das Stück. Wie gesagt, können wir natürlich auch mit Pateks machen, ne?
mache jetzt der Einfachheit halber mal wieder mit Heißkleber. So, das sieht schon besser aus. Dann könnte man eigentlich schon mal hingehen. Also irgendwie finde ich immer noch nicht alle meine Zangen. Jetzt habe ich nur hier den Seitenschneider gefunden zwischen meinen ganzen Materialabfall. Ups, nicht auf der Matte drauf, sonst haben wir nachher da ein Loch drin. So. Dann gehen wir jetzt hin. Das lassen wir noch ein bisschen abkühlen. Wir machen hier schon mal mittig so ein Loch für die Magnete. Aufpassen, dass ich nachher nicht zu tief mache. Wenn wir dann denken, dass er hier so in der Mitte den Proppen dann so ein bisschen wegmacht. So. Ich hoffe mal, das reicht. So. Machen wir die Spitze da rein. Bin mir nämlich nicht sicher. Kann sein, dass ich die gleich noch mal kurz brauche. Müssen wir jetzt mal so ein bisschen hin und her mit den Dingern machen. So. Jetzt mal ein bisschen auf Seite räumen. So, dann brauchen wir 2 Magnete. Schwarzseitig. Dann machen wir hier auf die eine Seite wieder einen Punkt. Das hat sich ja bei den letzten Elektrik-Sachen gut bewährt mit den Magneten. So. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich habe mit dem Loch ein bisschen übertrieben. Aber schauen wir mal. So, den lassen wir jetzt erstmal. Hier drin ein bisschen abkühlen. Und in der Zwischenzeit machen wir dann hier an dem Teil weiter. So, das lassen wir jetzt erstmal noch ein klein wenig abkühlen und dann machen wir jetzt hier an dem Teil weiter. Ja, das klappt doch schon mal gut. So, dann wisst ihr da mit dem schwarzen Punkt, das kommt dann quasi nach unten, wenn er das irgendwo einklebt. So. Jetzt gucken wir mal, ob wir das hier rundherum noch so ein bisschen einkleistern. Das dann besser hält. Nur halt nicht zu viel. Kann sein, dass ich dann gleich noch mal ein bisschen mal drüber gehen muss, sonst hält das nämlich dann da nicht. Das müssen wir jetzt erstmal ein bisschen abkühlen lassen. Jetzt gucken. Ich mache jetzt. Na, ich glaube, dafür nehme ich wieder eine frische Cutterklinge. Ich glaube, das ist besser. Jetzt hat der Kopf auch eine halbwegs vernünftige Dicke. Dann können wir nämlich hier das noch ein bisschen breiter machen, wo dann das Auge reinkommen soll. Wir gucken jetzt mal, ob das hält. Ja, das mit einem Magnet, das hält. Das reicht. Das Loch hatte ich dann hier auch mit dem Locheisen. Ne? Wie ihr seht, kommt man gut dran. Ne? So, dann haben wir das. Hier müssen wir dann noch ein bisschen schleifen. So, dann wollen wir das Ganze ja auch noch so ein bisschen stabilisieren. Ja. Stabilisation, denke ich mal, die reicht.
Hier, das Ding, das werden wir auch, also runter kann es ja nicht. Da muss die Kugel schon abreißen. Ja, jetzt müssen wir dann mal gucken. Wie gesagt, hier muss ich dann noch was schleifen. Ich glaube, das machen wir jetzt auch schon mal. Hier muss ich noch ein paar Sachen beischneiden. Hätte ich vielleicht nicht ganz so weit bis zum Rand machen sollen. Aber das ist dann immer so ein bisschen blöd nachher zum Schleifen und Schneiden. Aber irgendwas kann ich ja immer. So, jetzt müssen wir nur noch gucken, wie wir den Rest machen. Aber ich würde sagen, wir werden jetzt erstmal hier so ein bisschen, auch noch ein bisschen so ab. Die Kanten nur ein bisschen brechen, das ist dann nachher besser für Pinsel. Ja, dann würde ich sagen, dann werde ich noch einiges schleifen müssen. Dann jedes jetzt würde ich sagen, mal nicht gestalten. Ich habe dann schon mal ein bisschen was aus 6er Matte vorbereitet. Dann wollen wir uns gucken, wie ich das dann nachher mache. Dann habe ich mir noch eine Lochzange mit runtergebracht. Geodreieck sowieso. Jetzt müssen wir mal gucken, weil mit dem Locheisen, bzw. Lochzange, wir brauchen ja für die gute Schlange brauchen wir noch ein paar Auren. Und da ich leider kein Locheisen in der kleinen Größe gerade hier so rumliegen habe, machen wir das einfach mit der Lochzange. Das geht ganz gut. Wenn man das fest genug drückt. Und so, jetzt habe ich in dem Ding drin. Na, hier haben wir es. Ja, so ein bisschen sehr klein dann die Augen. Mal gucken, wie wir das dann hinkriegen. So, ich muss da jetzt nicht gleich wieder runterwerfen, sonst kann ich nämlich direkt schon wieder neu machen. Die legen wir mal hier so irgendwie in die Ecke. So, dann machen wir in der Zwischenzeit, wo die Heißklebepistole und der Lötkolben warm wird, machen wir schon mal wieder ein bisschen bei anderen Sachen. Wie gesagt, ich habe mir hier so eine Schablone gemacht. Das Teil, das kriegt dann noch so einen Metallbeschlag. Beziehungsweise dann machen wir 2. Ich hatte auch mal so geguckt, ich hätte vielleicht ein bisschen anders machen sollen. Aber naja, gut. Muss ich dann mal gucken, wie ich das am besten jetzt mache. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till. Ich mache hier so einen leichten Ring noch. Nicht zu lang, damit man das Ding nachher auch noch ein bisschen bewegen kann, aber so, dass das halt nicht rausfallen kann. Ne? Beim Pinsel wird dann natürlich ein bisschen komplizierter, das kriege ich dann nur noch irgendwie hin. Beim Flexiband kann man das ja gut abkleben. So, dann gucken wir jetzt mal das Ganze. Ich glaube, das tun wir noch so ein bisschen abschrägen. Naja, auf jeden Fall muss ich jetzt erstmal das ganze Muster jetzt dann hier so drauf malen. Hier innen, das mache ich dann mal drauf, Lötkolben, so wie jetzt hier so ein bisschen. Mal schauen. Dann hier die Teile hier auch. Das mache ich jetzt hier so wie hier weiter, bis hier unten. Vielleicht mache ich hier den Deckel und den vielleicht auch noch so in der Optik. Also so wie hier. Und dann, wie gesagt, würde ich dann hier noch so die Dinger drüber kleben. Soweit sieht das jetzt aus. Ich habe hier nochmal einen Ring dran gemacht, damit hier das untere Teil, weil hier kommt ja das Leder dran, dass das nicht ganz zu lang wird. Hier oben weiß ich noch nicht, ob ich da noch irgendwas dann Abgüssen mache. Da bin ich mir noch unschlüssig. Dann habe ich die Ringe. Ich hatte erst überlegt, die auf der Grenzen bis unten zu machen, aber ich muss ehrlich sein, ich hatte das mal hier so in einer Ecke ausprobiert. Es sieht scheiße aus.
dann kommt der Metallbeschlag nicht mehr. Ich denke mal hier die Ecke, das werde ich dann so in Holzoptik machen. Wie ihr seht, ich habe jetzt hier alles mit dem Lötkolben gemacht. Hier, das Muster hätte ich vielleicht ein bisschen anders machen sollen, aber naja, gut. Und innen dann halt auch. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich werde das Ganze jetzt am Pinseln. Machen wir erstmal wieder ein Schwarz, so das Übliche. Und dann sehen wir uns dann wieder, wenn Schwarz drauf ist und ich mit der Farbgebung anfange. Ich habe schon mal ein bisschen vorgearbeitet. Ich habe dann hier wieder mit dem Kamm die Holzmaserung an den Stellen reingemacht. Hier habe ich schon dunkles Braun drauf. Hier und da kommt es noch. Jetzt habe ich hier die Cobra, die habe ich mir entschieden, die werde ich in Bronze machen, weil ich Bronze eigentlich ganz hübsch finde. Jetzt muss ich mal gucken. Ich brauche noch ein Stück Pappe wieder, damit wir wieder ein bisschen rummatschen können mit der Farbe. Jetzt bin ich mir noch am Überlegen. Gut, die Metallbeschläge hier, die zwei Ringe, die mache ich auch noch in Bronze, weil die habe ich im unteren Teil auch aus Bronze gemacht. Ja, jetzt bin ich noch am Überlegen, ob ich hier noch irgendwie ein bisschen andere Farbe reinbringe. Vielleicht mache ich das und das Teil hier noch in Metall irgendwie. Mal gucken, so ein Silber, vielleicht hier den Rand ein bisschen in Gold, damit sich das Ganze farblich noch so ein bisschen absetzt. Mal schauen, wie ich das mache. So, wir fangen jetzt erstmal an, machen jetzt noch den Rest von dem Kopf. Das war auch alles ein bisschen tricky hier mit der Pinselei. Ja, klebt immer noch ein bisschen. Weil hier die Stellen, die habe ich dann den Deckel so aufgelassen. Ne? Und dann habe ich hier noch eine Schicht Flexipaint, also 2, 3 Stück. Und dann mit der Acrylfarbe, damit das nicht ganz so schlimm aufeinander klebt. Das war alles ein bisschen, naja, ich sag mal, was frickelig zum Pinseln. So, dann haben wir das. Dann nehmen wir uns noch ein bisschen Ocker. Ich glaube, das Gold lassen wir, glaube ich, weg. Das könnte ein bisschen zu viel des Guten sein. Dann nehmen wir jetzt noch ein bisschen mit Ocker drüber. So. Aber ich würde sagen, ich stopp gut das Ding dann gleich direkt. Machen wir wieder in mehreren Touren, weil ich ja hier mit dem Deckel wieder aufpassen muss. Klarlack ist jetzt drauf, Klebemann braucht man nicht mehr. Hat alles gut funktioniert. Noch so kleiner Tipp, wenn er hier so was aufhängt, guckt, dass ihr euch hier so das Gegenstück nochmal holt. Dann könnt ihr da eine Schlaufe drum, dreht das rein und dann könnt ihr das quasi dann hier so an dem Ding aufhängen. Das klappt richtig gut. Na? Das eine Teil, das tun wir jetzt erstmal hier beiseite. So, dann haben wir das Teil jetzt hier. Klarlack ist drauf. Jetzt wollen wir mal gucken, dass wir hier das Klebeband runterkriegen. So, 1, 2 Fäden sind hier noch dran. Jetzt gucken wir, statt so ein bisschen beigeschnitten kriegen. So. Und dann hoffen wir mal, dass wir das Ganze jetzt runterkriegen vernünftig. So. Das geht. Ja, hat funktioniert. Ist nicht so ganz roll. Hier an ein paar Stellen würde ich, glaube ich, noch mal ein bisschen was drüber gehen müssen. Und hier auch noch ein bisschen mit Schwarz, aber so im Großen und Ganzen hat es schon ganz gut funktioniert. Wie gesagt, ich musste halt ein bisschen improvisieren. Wie in der Kugel halt. Weil ich die ja schon mit dem Lederband festgemacht habe. Wie gesagt, ich gehe jetzt hier noch ein bisschen was dann drüber. Und dann ist das auch okay. Aber so sieht man fast nicht. Ja doch, hier hätte ich noch ein bisschen, hier hätte ich noch ein bisschen was drüber gehen müssen.
Da werde ich nachträglich nochmal was drüber gehen. Aber das ist noch Krimskrams. So, dann werden wir mal hingehen und machen jetzt noch das Leder dran. Bei der Sache müsst ihr dann auch gucken, immer dran denken, wie bei anderen Griffen, wo ich schon gesagt habe, immer anfangen von unten nach oben. Ich habe nämlich schon andere Waffen gesehen, die können auch zerlegt werden. Da haben die dann hier oben angefangen quasi zu wickeln und unten. Da hast du dann hier unten, ich schneide jetzt mal kurz. Dann hast du hier unten hier dieses Dreieck. Und wenn du das dann am Ende festklebst, dann hast du natürlich dann immer, wenn du das auf und zu mal drehst, hast du das dann früher oder später dann ab. Deshalb immer erst hier unten anfangen und dann nach oben hin. So, das sieht doch gut aus. Auch noch ein gutes Stück übrig. Hier so Reststücke, die kann man dann immer nehmen für einen Spitzenschutz. Ne? Schneidet dann halt ein Stück ab und macht dann einen Spitzenschutz draus. Nur so als kleiner Tipp wieder. So, mal gucken. Ich brauche jetzt hier irgendeinen alten Pinsel. Irgendwie habe ich hier nie einen alten Pinsel rumliegen. Dass ich hier direkt neben noch ein paar Linien habe. Schneiden wir wieder ein bisschen was ab. So. Und schon kann man den für so was benutzen. Dann nehmen wir mal den für. So. Da nehmen wir heute noch Pateks für. Wie gesagt, da könnt ihr auch anderen Kleber für nehmen. Eins, wo ich immer vorsichtig wäre, ist, wenn er dann mit Latex arbeitet. Weil das Lösemittel, das verträgt das Latex nicht so gut. Also zum Kleben der Sachen, ja, aber dann, wenn dann das Flüsschen dann da dran kommt, ist das nicht ganz so gut. So. Jetzt soll ich mir nämlich auch mal was einfallen lassen. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich das damit auch hinkriege. Dadurch, dass ich immer so ein bisschen das Problem hatte, dass hier am Ende dann auch das immer sich so ein bisschen rausdrückt. Da habe ich mir jetzt nämlich überlegt, das Ganze hier so ein bisschen hoch zu krümeln. Und dann mit einem Schraubenzieher oder so das Ganze dann hier, die Spitze hier so ein bisschen rein. Natürlich vorher noch ein Pateks dran. Ja, toll, jetzt habe ich wieder rausgeholt. Also quasi, dass die Spitze hier unter dem Leder so ein bisschen drunter ist. Auf die Idee hätte ich auch schon vor ein paar Jahren kommen können, aber irgendwie ist mir die Idee nie so. Jetzt habe ich schon wieder rausgedrückt, Leute. Also wo nicht hier noch Kleber dran. Von mal abgesehen. So, jetzt sieht es doch besser aus. So. So, seht ihr? Einfach mit dem Schraubenzieher oder was, das bisschen hier so ein bisschen hier den Rand so ein bisschen hoch und dann die Spitze quasi hier so drunter drücken. Gut, Pateks noch dran. Bisschen nachher drücken und schon habt ihr hier die, kann sich dann noch nicht mehr so schnell lösen. Das hätte mir schon länger einfallen lassen können. Wie gesagt, andere, die machen ja dann dann hier oben, fangen sie dann an und dann hast du dann hier unten, wie gesagt, das Ding. Und wenn du das dann hier so hast, ne, und durch das immer wieder auf und zu drehen, dann hast du dann hier immer so das Ende so ein bisschen, dass das sich löst. Und wenn du nämlich hier unten anfängst und nach oben hin, hast du das nämlich nicht. Aber wie gesagt, das kann man manchen wahrscheinlich tausendmal erzählen, die wissen halt immer besser. Aber ist ja. So, dann drückt man hier noch ein bisschen mit einem Stift oder Edding. Ich mache das immer mit dem Edding oder mit dem Rundholz.
Können auch irgendwas anderes, einen Löffel oder sowas nehmen. Gehe ich immer noch ein bisschen drüber und drücke das Ganze hier nochmal mit dem Klebeband zusammen. Das ist ja eigentlich nur erstmal, dass das fixiert ist, wenn ich das wickle, und durch das drauf mit dem Stift liegt das dann richtig schön an, dass das klebt. Hier die Übergänge hier, die kann man dann auch besser sehen. Wenn er das dann immer gucken, er das versucht irgendwie so halbwegs gleichmäßig, dann sieht das nämlich viel schöner nachher aus. Durch das Klebeband habt ihr dann auch schon mal, dass da so ein bisschen Wellen drin sind. So wie hier jetzt, aber das ist, da habe ich dieses Dreieck nicht lang genug gemacht gehabt. Das ist immer so was, hier kriegt er dann am Anfang, wenn er dann anfängt die Schräge zu wickeln, wenn das Teil hier, dieses Dreieck, nicht lang genug gewesen ist. Hängt dann immer von der Dicke ab, wie dick dann hier, ich sag jetzt mal, das Teil ist, was er wickelt am Anfang. So, das ist soweit fertig. Dann nehmen wir jetzt noch ein bisschen mit Antik Finish in Schwarz drüber. Erstmal, dass es ein bisschen benutzter aussieht, und hier diese hellen Kanten, das ist immer so, gefällt mir nicht so ganz. Also ein bisschen leicht oval die eine Seite, aber ist nicht schlimm. So. Mal gucken, einmal so rum. Ja, ne, wie ihr seht. Mein Mikro fällt bald wieder runter. So haben wir das jetzt dran. Wenn er dann so runtergreift, da ist natürlich noch der Färb dran, weil die noch nicht trocken ist in der kurzen Zeit. Aber dann habt ihr hier unten, wie ihr seht, kann sich hier nichts lösen, wenn ihr das dann hier so auseinander und zusammenschraubt. Weil hier halt das Ding halt von dem Ganzen hier gehalten wird. Ja, so sieht das Ganze dann aus. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sehen kann. Wir machen mal wieder hier so von der Seite. Ja. Schiebt den mal wieder so ein bisschen durch. Also ein bisschen lang das Ding. Ich glaube, das ist so an die 2 Meter. Ja Leute, so ist das Ding jetzt. Leuchten tut das auch noch. Vielleicht machen wir auch noch mal im Dunkeln. Ist natürlich jetzt ein bisschen blöd von der Länge her. Ich schraube das Ding noch ganz kurz auseinander. Also vom Halten klappt das auch super. Also ich habe den jetzt schon mehrmals auseinander und zusammengeschraubt. Also ich kann sagen, die Konstruktion mit dem Loch und dem Stück Kernstab, was ich dann in dem Loch mit dem Kernstab verklebt habe, das funktioniert echt gut. Ihr müsst nur beim Pinseln aufpassen, da nicht so viel hier, dass das hier nachher reingeht. Ne? Da müsst ihr ein bisschen bei beiden aufpassen. Das ist das Einzigste eigentlich. Ja, und das Problem, was ein bisschen ist, halt hier mit dem Deckel, mit dem Pinsel. Ist natürlich ein bisschen blöd, weil dann müsst ihr dann einmal den Deckel dann so auflassen und dann, aber es geht. Ist ein bisschen umständlicher. Ich muss dann auch für hier, also hier das Teil, da ist dann ein bisschen hier Schaumstoff zwischen gequetscht, dass das ein bisschen Abstand hat und dann nachher da gepinselt. Ist alles ein bisschen tricky mit dem Pinseln gewesen, aber hat eigentlich funktioniert. Ist eigentlich nur ein bisschen mehr Aufwand. Also es geht. So, jetzt gucken wir uns das Ganze nochmal ohne Licht an. Ist jetzt nicht so ganz dunkel. Aber, muss sagen, gefällt mir. Hat irgendwie was von einem Polizeiding, nur halt in Rot. Ja, ist ein schönes Rot. In der Kamera sieht das irgendwie so ein bisschen pink aus. Ja, wie gesagt, ich habe den ja jetzt nur mal wieder auseinandergeschraubt, weil das hier im Keller, ich glaube der Keller ist um höchstens 1,80 Meter hoch von der Höhe. Ne? Deshalb kann ich den hier nicht so zusammengeschraubt zeigen. Ja, machen wir mal wieder an das Licht. Ja,
Also wie gesagt, funktioniert alles. Bin echt zufrieden. Und das mit dem Gewinde, das kann man dann weitermachen mit anderen Sachen. Ich sag jetzt mal, gut, ja, der hat jetzt hier unten ja keine Wicklung. Könnte man natürlich dann hier unten auch noch so ein Stück Lederwicklung machen, wie bei dem oben beim Griff. Und dann könnte man prinzipiell, kannst du dann hier oben, machst du einen Magierstab, dann kannst du einen Streitkolben oben als Aufsatz drauf machen oder eine Axt, Hammer. Ich denke mal, da kann man alles mögliche, also so modulare Waffen. Und es ist halt praktisch, man kann es einfacher per Post verschicken, weil wenn du das Ding im Stück verschickst, bist du an die 40 € bald los mit Sperrgut. Und so kannst du ganz normal als Paket verschicken unter 1,20 m. Und dann klappt das alles. Und das ist für den Transport zur Con. Brauchst du auch kein Kombi mehr. Da kriegst du dann auch in den kleinen Smart hinten in den Kofferraum rein. Das war auch so ein bisschen der Mitgedanke. Gut, ich habe keinen Smart, ich habe einen Caddy, aber ist ja egal auf jeden Fall, dass die Dinger nicht mehr so viel Platz brauchen. Ich denke mal, mit so einer modularen Waffe würde ich das auch uns ausprobieren jetzt bei Gelegenheit. Dass du dann aus einer Waffe dann mehrere machen kannst. Also das untere Teil dann halt als Standardding und oben dann mit verschiedenen Aufsätzen. Könnt ihr mal reinschreiben, ob ihr sowas auch uns sehen wollt. Obwohl dann im Endeffekt dasselbe ist wie jetzt der Stab, aber halt, ich sag jetzt mal mit verschiedenen Aufsätzen. So, dann hoffe ich mal, das ganze Projekt, das hat euch gefallen. Dann sehen wir uns bei einem meiner nächsten Projekte. Bleibt dran, wir sehen uns.